Ich hatte Ihnen in der ersten Veranstaltung bereits gesagt, dass wir im Rahmen der Veranstaltung diesmal nicht nur diese ganz rein akademischen Vorträge machen, sondern auch ein paar Leute zu Wort kommen wollen, die ihrer Sorge um das, was da auf uns wartet im Rahmen der Veränderung des Klimas, auch mit alternativen Formaten Aufmerksamkeit zu schenken versuchen und wachzurütteln versuchen, so gut es nur irgendwie geht. Zu diesem Zweck haben wir heute Frau Dr. Nanna Maria Gröning eingeladen, die hier hinter mir steht und die ich damit sehr herzlich begrüße und die seit Anfang 2021 aktives Mitglied bei den Scientist Rebellions ist. Was das genau ist, das wird sie uns heute berichten. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind und auf den Vortrag, und das Mikrofon steht Ihnen zur Verfügung. Dankeschön. Der Beamer ist immer noch kaputt auf der Seite. Ja, hallo, von mir auch herzlich willkommen. Wie gesagt, mein Name ist Nana, ich arbeite derzeit in Berlin in der Charité und wie eben die nette Anmoderation schon gesagt hat, ich bin seit über einem Jahr bei Scientist Rebellion aktiv und darum soll es heute auch eigentlich gehen. Genau, der Titel dieses Vortrags ist Von Veröffentlichung zu öffentlichen Aktionen. Aber wie genau es dazu kommt, was der Grund dahinter ist, das werde ich jetzt mal Stück für Stück erläutern. Genau, da Sie sich heute entschieden haben, hierher zu kommen und hier teilzunehmen, wissen Sie sicherlich, dass wir ein massives Problem mit dem Klima haben, beziehungsweise das Klima mit uns, weshalb es zusammenbricht. Also das Ganze ist jetzt schon so weit fortgeschritten, dass bei ca. 1,2 Grad globaler Durchschnittstemperaturerhöhung wir einen Rekord nach dem anderen brechen. Gerade in Bezug auf Temperaturextreme. Das hier ist eine Abbildung vom letzten Jahr. Letztes Jahr wurde auch die höchste Temperatur auf der Erde gemessen, zu Land jemals gemessen wurde, in Death Valley. Und außer diesen Hitzeereignissen haben wir natürlich auch jede Menge andere Extremwetterereignisse, und allein die USA wurde letztes Jahr von 20 einzelnen Milliarden Dollar Klimakatastrophen betroffen. Das heißt, schon jetzt verlieren Menschen ihre Heimat und schon jetzt haben wir enormen wirtschaftlichen Schaden und schon jetzt haben wir nicht mehr reparierbaren Schaden. Es gab eine Umfrage vom Magazin Nature in 2021, die haben alle 233 lebenden IPCC-Autoren befragt. IPCC, das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, das heißt der Weltklimarat. Und in dieser Befragung, da haben 92 dann daran teilgenommen, also ca. 40% der Befragten, von denen haben 60% halten es nicht für möglich, dass wir die 1,5 Grad auch nur irgendwie einhalten können, sondern dass wir eher bei so 3 Grad Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert landen. Und es halten eigentlich auch mehr von diesen befragten WissenschaftlerInnen es für wahrscheinlicher, dass wir bei 4 Grad landen, als dass wir bei den 1,5 eine Punktlandung machen oder darunter bleiben. Das ist eine Katastrophe. Also wir werden unter dem aktuellen Kurs, unter Business as usual, die 1,5 Grad bereits um das Jahr 2030 knacken. Das heißt, politische Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten, die irgendwo danach sind, 2045 oder so, das schließt sich beides gegenseitig aus. Die 1,5 Grad werden wir wahrscheinlich um das Jahr 2030 knacken, die 2 Grad circa Mitte des Jahrhunderts. Was heißt das? Also, die Klimakrise ist die größte Menschenrechtsfrage des 21. Jahrhunderts. Sie ist die größte Bedrohung für die Tierwelt, aber auch die größte Gesundheitskrise, die wir jemals erlebt haben. Diese Hitzeereignisse, allein die Hitzewelle 2003, laut WHO, hat 70.000 Menschenleben in Europa gefordert. Hitze ist ein stiller Killer. Menschen sterben
im Verborgenen an Hitze. Das sind keine dramatischen Bilder wie beim Hurricane, deswegen kriegen das auch so wenig Menschen mit. Gerade jetzt, heute, gibt es eine riesige Hitzewelle in Indien und Pakistan im Frühjahr. Das ist noch eigentlich ist bei denen der Mai erst der heißeste Monat, aber schon jetzt gibt es dort Ernteausfälle und natürlich sind die Ärmsten am stärksten betroffen, die keinen Zugang zu elektrischen Kühlsystemen haben oder zu fließendem Wasser. Es gibt dann nämlich den sogenannten Wet Bulb-Effekt, das heißt, ab einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Luftfeuchte kann der menschliche Körper keine Wärme mehr abgeben und stirbt einfach. Das heißt, die Menschen, die Ärmsten, ohne Elektrizitätsanschluss, ohne fließend Wasser, sind die am ersten betroffen sind. Genau, außerdem ist die Klimakrise das größte Sicherheitsproblem des 21. Jahrhunderts. Es ist die größte Bedrohung für eine nachhaltige Entwicklung, weil uns natürlich auch die Ökosysteme zusammenbrechen und damit auch die Möglichkeit, auf natürliche Art und Weise wieder Treibhausgase zu binden. Und außerdem ist es das größte Marktversagen, was die Welt je gesehen hat. Genau, Klimakrise und ökologischer Zusammenbruch sind wirklich zwei Seiten der gleichen Medaille. Das geht Hand in Hand, wir können das Ganze nicht separat betrachten. Das heißt, wie ich eben schon sagte, heißere Temperaturen bewirken noch einen größeren Stress auf Ökosysteme, die zusammenbrechen. Wir verlieren die Möglichkeit, auf natürliche Art und Weise wieder CO2 aus der Luft rauszuholen. Wir brauchen intakte Ökosysteme und Naturbäume, um Nahrung für uns zu produzieren. Wir befinden uns aber im 6. Massenaussterben. Nur zur Erinnerung, das 5. war das, wo der fette Asteroid auf die Erde geballert ist und die Dinosaurier ausgelöscht hat. Jeden Tag verlieren wir um die 100 Arten heute. Und das Hand in Hand stellt eine akute Gefahr dar für unsere Lebensmittelproduktion. Nicht nur Tiere, Pflanzen haben jeweils eine ökologische Nische, in der sie besonders gut wachsen und gedeihen. Das Gleiche gilt auch für den Menschen. Da gab es eine Studie von 2020, die hat gesagt, bei einer mittleren Jahrestemperatur über 29 Grad können wir nicht mehr leben. Heute betrifft das nur ca. 0,8% der Erdoberfläche in der Sahara. Das Ganze wird sich aber natürlich weiterentwickeln, so dass es 2070 so aussehen könnte, dass ca. 20% der Erdoberfläche nicht mehr bewohnbar sind. Und wie Sie schon sehen, es ist meistens um den Äquator herum, das ist auch dort, wo die meisten Menschen leben. Auch die Regionen um den Äquator sind von anderen Katastrophen am frühesten betroffen, wie zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg. Durch die Zentrifugalkraft des Planeten wird das Wasser halt da am meisten nach außen gedrückt, das heißt auch der Meeresspiegelanstieg ist dort am höchsten. Aber ja, diese Regionen sind das Zuhause von fast der halben Menschheit. Also die Menschen, wir gehen auch davon aus, dass die Zahl der Menschen auf dem Planeten noch ansteigt. Aber jedenfalls heißt das, dass diese Menschen dort nicht mehr leben können. Also entweder sie sterben oder sie ziehen weg. Und immer dann, wenn viele Menschen auf einmal fliehen müssen, dann stehen die nicht einfach auf und gehen geordnet irgendwo anders hin. Das ist in der Regel eine echte Shitshow. Mit Gewalt, Tod, Traumatisierung. Und das wird auch hier uns in Europa nicht kalt lassen. Das werden wir definitiv mitkriegen. Also nur mal die syrische Flüchtlingskrise, das waren nicht mal annähernd so viele und alle waren am Durchdrehen irgendwie gefühlt so. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns damit halt auch wirklich mal emotional verbinden, was das für uns heißt, für unser Leben, für die Menschen, die wir lieben, weil das ist quasi morgen. Also das ist wirklich nicht mehr lange hin. Professor Will Steffen, einer der wirklich renommiertesten Klimawissenschaftler, sagt auch, also dass es immer klarer wird, dass dieses System, was wir gerade versuchen mit aller Kraft aufrechtzuerhalten, jedenfalls die politischen Führer, gerade im globalen Norden, dass das nicht kompatibel ist mit einem gut funktionierenden planetaren System und dass unser menschliches und soziales Wohlbefinden erodiert und dass auch die reichsten Länder davon betroffen sind und dass einfach der Kollaps das wahrscheinlichste Resultat dessen ist.
Genau, Kollaps. Was heißt das? Zivilisatorischer Kollaps, das Ende der Zivilisation. Das ist etwas, was nicht selten ist für hochkomplexe, hochentwickelte Gesellschaften. Je komplexer eine Gesellschaft, je größer die Ungleichheit, desto wahrscheinlicher kollabiert sie. Ist schon viel vorgekommen, ist wahrscheinlicher, als dass das immer so weitergeht. Wenn wir vom Zusammenbruch bzw. vom Untergang einer komplexen menschlichen Gesellschaft reden, dann denken wir daran, dass kulturelle Identität verloren geht, dass wir denken an den Verlust auch sozioökonomischer Komplexität, das Versagen öffentlicher Dienste und dass wir zu einer viel primitiveren Gesellschaftsform wieder zurückfallen. Und ja, das ist das, was immer mehr besprochen wird, was einzelne Wissenschaftlerinnen schon ab 2030 für Wahrscheinlichkeiten noch nicht mehr ausschließen können. Und also wir reden hier über das 21. Jahrhundert, spätestens 22. Jahrhundert. Weil da gibt es halt bestimmte Risikofaktoren, zum Beispiel simultane Ernteausfälle, was dazu führen kann, aber halt auch Naturkatastrophen. Genau, die Wissenschaft hat das angesprochen. 2020 gab es eine Publikation, die zum damaligen Zeitpunkt von 11.000 Personen unterschrieben wurde. Mittlerweile sind es so über 13.000, glaube ich schon, wo wirklich klar formuliert ist, dass wir uns in einem planetaren Notstand befinden, in einer planetaren Krise. Und wie Greta es auch richtig gesagt hat, Sie kennen sicherlich alle diesen Ausspruch, I want you to panic, I want you to act as you would in a crisis, I want you to act as if our house is on fire, because it is. Und sie sagt es eigentlich, weil eine Krise, ein Notfall erfordert eine sofortige Reaktion. Also wir benutzen das Wort Krise, Notfall wirklich hohl, inflationär, ohne dass wirklich angemessen reagiert wird. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei meinem Nachbarn das Haus brennt, dann trinke ich nicht in Ruhe meinen Kaffee aus, gehe langsam rüber und klopfe freundlich an der Tür. Ich renne rüber und trete die verdammte Tür ein. Das wäre eine Notfallreaktion. In einer Notfallsituation ist alles andere unwichtig und ich lasse alles stehen und liegen, um zu handeln. Aber wir sehen das leider nicht. Wie Fatih Birol sagt, der Direktor der Internationalen Energiebehörde, wenn die Regierung es wirklich ernst meinen würde mit der Klimakrise, dann dürfte es überhaupt keine neuen Investitionen in Öl, Gas und Kohle geben, ab dem Jahr 2021 spätestens. Weil selbst die bestehende Infrastruktur für fossile Energieträger, wenn wir die weiter auch benutzen, glaube ich, schießen wir sowas von über die 1,5 Grad hinaus. Selbst das, was wir jetzt schon haben, ist zu viel. Das müssen wir eigentlich zurückbauen und reduzieren. Und erst recht nicht neue Quellen irgendwie entdecken und ausschöpfen. Es wird nach wie vor wie wild investiert in fossile Brennstoffe. Also hier sind jetzt Beispiele von überall auf der Welt, aber Deutschland ist da auch groß mit bei, mit Milliarden. Wir sprechen da von der sogenannten Produktionslücke. Das heißt, wie es eigentlich sein müsste und wie viel produziert wird. Sie sehen das hier rechts, also rot, das sind oben die Pläne der Regierungen, dieses ockerfarbene. Das wäre die Kurve, wenn das entspräche dem, was die Regierungen machen wollen, also bei diesen ganzen Abmachungen, Pariser Abkommen und so weiter. Wenn wir das alles, die Maßnahmen umsetzen, die da niedergeschrieben sind, landen wir sowieso bei 2,7 Grad, was auch eine Katastrophe ist. Das heißt, eigentlich müssten wir die Produktion viel weiter zurückfahren und damit aufhören, ganz schnell, um überhaupt noch irgendeine Chance zu haben. Deswegen sagen wir auch, die 1,5 Grad sind hoch. Diese Abbildung fasst das eigentlich alles nochmal zusammen und bringt es auf den Punkt. Die Temperaturen jährlich steigen und sämtliche politischen Bemühungen sind eigentlich gescheitert in dem Ziel, dass das aufhört. Das heißt, also ich glaube, auf die Politik braucht man sich nicht mehr großartig verlassen.
Man sieht das zum Beispiel, es könnte auch daran liegen, dass zum Beispiel fossile Unternehmen immer die größten Delegationen auf den Weltklimakonferenzen haben und einfach auch viel Einfluss ausüben. Das heißt, wie Professor Hans-Joachim Schellenhuber sagt, die politische Realität muss eigentlich in der physikalischen Realität verankert sein, ansonsten ist sie komplett sinnlos. Oder wie Professor Kevin Anderson sagt, es ist fast so, als gäbe es zwei komplett getrennte Welten, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Es gibt die reale physikalische Welt und dann gibt es die Fantasiewelt der Politik. Deswegen fasst Greta das schon ganz gut zusammen, wenn sie sagt bla bla bla. Weil, wie gesagt, es sind Worte, man könnte fast sagen, dass sie ablenken sollen. Also es ist wirklich schwer einzuschätzen, wie die das moralisch hinkriegen selber. Aber ja, welche Rolle spielt jetzt da die Wissenschaft in dieser planetarischen Notlage? Eigentlich wäre es unsere Aufgabe, oder es muss unsere Aufgabe sein, die Gesellschaft an soziale Kipppunkte heranzuführen. Es gibt ja diese tödlichen Kipppunkte im Erdklimasystem, wie zum Beispiel das Schmelzen der Arktis, das Zusammenbrechen des Golfstroms. Das sind alles Entwicklungen, die ab einem bestimmten Punkt, ab diesem Punkt komplett ihren Zustand ändern, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ich glaube, ein gutes Beispiel für einen Kipppunkt wäre der Tod. Ein Körper wird immer schwächer und irgendwann war es das und derjenige ist nicht mehr zurückzuholen. Sowas haben wir im Erdklimasystem, aber in der Gesellschaft gibt es positive Kipppunkte, sogenannte soziale Kipppunkte. Das ist zum Beispiel, ein Beispiel ist, als Luther seine Thesen angeschlagen hat und das simultan im Buchdruck, also die Unzufriedenheit war groß und plötzlich ist ein Event passiert und dann ging alles ganz schnell und die protestantische Kirche hat sich gegründet zum Beispiel. Und wir sehen das jetzt auch, dass unsere Gesellschaft schon sich weiterentwickelt hat. Also die meisten Menschen wissen, dass wir ein Problem mit dem Klima haben. Also laut Umfragen 70% bis 80% der Menschen wissen, es gibt Probleme im Klima und wünschen sich eigentlich ambitionierteres Vorgehen der Politik. Aber so ein richtiger Kipppunkt wäre dann erreicht, wenn die Toleranz in der Bevölkerung einfach so weit sinkt gegenüber politischer Misswirtschaft, dass es nicht mehr machbar ist. Genau, da müssen wir hin und da sollten wir als Wissenschaftler unterstützen und das funktioniert einfach nicht, indem wir noch einen Fachartikel schreiben. Es gibt nämlich so ein paar Theorien, die fehlerhaft sind, wie Wissenschaft wirken kann. Die erste wäre, Wissenschaft generiert Informationen und die Führungskräfte unserer Gesellschaft nutzen diese Informationen, um weise Entscheidungen zu treffen. Also Wissenschaft ist ja auch ein Luxus, da fließen sehr, sehr viele öffentliche Gelder rein. Das ist eigentlich ein Dienst an die Gesellschaft, den politische Führungskräfte ja eigentlich auch nutzen könnten, um dadurch Entscheidungen zu treffen zum Wohle aller. Die zweite These wäre, dass Wissenschaftler halt vor den Folgen von Untätigkeit warnen und dass die Bevölkerung dann die Führungskräfte dazu zwingt, erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. Die letzten 40 Jahre haben nun mal leider aber bewiesen, dass das nicht so richtig funktioniert. Regierungen hören einfach nicht im entsprechenden Maßstab, so wie es hier nötig wäre, auf die Wissenschaftlerinnen. Sie sind vielmehr angetrieben von der Wachstumsmaxime, vom Wirtschaftssystem angetrieben und das sehen wir auch. Und halt, sie sind eher unter dem Einfluss von viel Geld, von Öl- und Gasindustrie, die halt sehr viel Geld Richtung Politik fließen lassen. Im Jahr 2020 gab der Öl- und Gassektor in den USA 136 Millionen Dollar an politischen Spenden aus und 110 Millionen Dollar für Lobbyarbeit. In Großbritannien ähnlich. George Monbiot, britischer Journalist, hat das Pollution-Paradox genannt, das Verschmutzungsparadoxon. Nämlich, dass die schmutzigsten Industriebereiche den größten politischen Einfluss haben. Weil sie so schmutzig sind, müssen sie viel Geld rüberschieben, um damit durchzukommen. Das heißt, die dreckigsten Industrien haben eigentlich den größten Einfluss auf unsere Politik. Die zweite Theorie funktioniert auch nicht richtig. Die Öffentlichkeit ist teilweise wirklich falsch informiert, weil die fossile Brennstoffindustrie
viel daran setzt halt an Verzögerungstaktiken, Klimaleugnung, zum Beispiel der Carbon Footprint ist eine Erfindung von BP, der CO2-Fußabdruck, um den jetzt alle so besorgt sind in ihrem täglichen Leben und ihre individuellen Lebensweisen anpassen wollen. Das ist eine Erfindung von der Ölindustrie. Also da gibt es haufenweise Belege für, die halt zeigen, wie die fossile Brennstoffindustrie manipuliert hat, Studien unterschlagen hat, gelogen hat. Dann, die Öffentlichkeit ist auch zum großen Teil uninformiert. Die Medien berichten nicht angemessen. Also im letzten Jahr, jetzt durch mein Engagement mit Science Rebellion, habe ich auch festgestellt, wenn wir mit Journalisten reden, das sind auch nur Menschen, die müssen auch erst selber sich informieren und zu einem gewissen Punkt kommen, vielleicht, wo sie das alles auch besser verstehen. Und ja, und auch Medienunternehmen sind Wirtschaftsunternehmen, die Geld machen wollen und auf Klicks reagieren. Die sehen sich nicht als Bildungsmedien. Genau, das heißt, auch die Öffentlichkeit ist dadurch bis jetzt nicht zu einem Punkt gekommen, wo wirklich viele Menschen politisches Handeln einfordern. Das heißt, die Wissenschaft allein kann den erforderlichen Wandel nicht schnell genug herbeiführen, weil wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. In dieser riesigen Misere ist Zeit der größte Mangel. Und wir unterschätzen, wie schnell wir jetzt vorankommen müssen in den nächsten Jahren. Bis jetzt hat die Wissenschaft halt diese Prozesse ignoriert, die den politischen Wandel am stärksten beeinflussen. Sie adressiert halt nicht die Kräfte, die an der Aufrechterhaltung des Status quo interessiert sind, weil bis jetzt klar geworden sein, dass es hier nicht um ein Informationsdefizit geht, sondern einzig alleine um Macht und Machtverteilung und wo diese Macht liegt. Das heißt, wir als Wissenschaftler müssen uns fragen, welche Werkzeuge haben wir jetzt noch in unseren Händen, die wir wirklich einsetzen können, um schneller etwas zu bewegen. Und wir sind nun mal eine Bevölkerungsgruppe, die gesellschaftliches Ansehen genießt und dass das vielleicht das wertvollere Werkzeug ist, was wir gerade in den Händen halten. Was ist also die Alternative zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben? Also ich hoffe, dass habe ich erklären können, dass wirklich alle konventionellen Wege ausgeschöpft wurden. Das ist nicht so, dass die Wissenschaft auch nur Paper geschrieben hat, es wurden auch Interviews gegeben, es wurde Politik beraten, aber wir sehen einfach nicht, dass es schnell genug vorwärts geht. Was gesellschaftlich und historisch bewiesenermaßen funktioniert, darin einen schnellen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, ist der zivile Ungehorsam. Da gibt es viele sozialwissenschaftliche Studien drüber und ich lese Ihnen mal die Definition vor, weil die es eigentlich ganz gut sagt. Also ziviler Ungehorsam ist eine Form politischer Partizipation, deren Wurzeln bis in die Antike zurückreichen. Das ist also nichts Neues. Durch einen symbolischen, aus Gewissensgründen vollzogenen und damit bewussten Verstoß gegen rechtliche Normen zielt die handelnde Person, der handelnde Bürger, die handelnde Bürgerin, mit einem Akt zivilen Ungehorsams auf die Beseitigung einer Unrechtssituation und betont damit sein moralisches Recht auf Partizipation. Also der zivile Ungehorsam ist zutiefst demokratisch, weil, wie Professor Zelikatis, der ist Philosoph und Protestforscher an der Freien Universität Berlin, sagt, Demokratie ist ein Prinzip, an das wir uns lediglich annähern können. Die Demokratie ist sehr wahrscheinlich niemals perfekt, genauso wenig wie wir perfekt sind. Deshalb braucht es den zivilen Ungehorsam, um diese Fehler und Ungerechtigkeiten aufzuzeigen. Und wenn es immer heißt, ja geht doch wählen, wir leben in einer Demokratie, die Personengruppen, die am meisten von der klima- und ökologischen Krise betroffen sind, können einfach daran nicht teilnehmen. Das sind junge Menschen, Kinder, Teenager und Menschen des globalen Südens. Unsere Maßlosigkeit hier im globalen Norden, die Politik des globalen Nordens, zerstört zuerst die Zukunft der Menschen im globalen Süden und die können hier nicht mitbestimmen. Genau, das heißt, es ist ein bewusstes Brechen und Regeln von einem System, mit dem man einfach nicht mal okay ist. Dass man sagt so, ich leiste jetzt Widerstand, indem ich euch zeige,
ich kooperiere nicht mit euch, ich gehorche euch nicht, wir müssen hier was ändern. Auch Fridays for Future hat so angefangen, auch Schule schwänzen ist ein Akt zivilen Ungehorsams. Ja, das möchte ich nur mal in Erinnerung rufen, weil jetzt heißt es immer bei den Leuten, die Straßen blockieren, ja, aber Fridays for Future war doch auch sehr erfolgreich und die sind doch so viel netter. Ja, aber das hat wirklich damit angefangen, auch, dass die gestreikt haben. Und wir müssen einfach auch so ehrlich zu uns selbst sein, dass trotzdem bis jetzt noch nichts funktioniert hat. Diese ganzen Bewegungen, die es bis jetzt gab, die waren total wertvoll auf dem Weg zu sozialen Kipppunkten, in dem halt das Bewusstsein erweckt wurde und gestärkt wurde. Aber allein das Bewusstsein für ein Problem löst noch nicht die Lösung dessen aus. Also wir können allein dadurch, dass viele Menschen sich des Problems bis jetzt bewusst sind, nicht genug Druck auf die Politik ausüben. Also die fühlen sich davon einfach nicht bedroht genug. Genau, aber es gab auch schon andere, also daraufhin haben sich auch andere Bewegungen gegründet, wie zum Beispiel Extinction Rebellion. Und da haben wir auch gesehen, das zeigt diese Kurve hier oben, dass 2019 hat Extinction Rebellion mit wirklich tausenden Menschen die Londoner Innenstadt blockiert und besetzt. Und dass es da wirklich einen starken Anstieg gibt in der Bevölkerung im Sinne von, wie besorgt die Menschen waren bezüglich der Klimakrise. Das Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen, aber da sind wir jetzt noch. Ne? Also es ist schon was passiert, aber es ist immer noch nicht genug passiert. Aber das zeigt halt, dass auch ziviler Ungehorsam, der störend ist, uns wirklich vorwärts bringen kann. Warum jetzt aber die Wissenschaft? Also wir als Wissenschaftlerinnen müssen uns halt bewusst sein, welche Privilegien wir auch haben. Wir sind angesehen, die Menschen denken, sehen uns als vertrauenswürdig und respektieren uns. Wir können damit einer breiteren Bewegung Legitimität verleihen, indem wir uns anschließen. Wir haben eine Reichweite, wir geben ab und zu Vorträge, wir werden eingeladen, wir haben Zugang zu Informationsplattformen und das ist einfach noch ein verdammter Notfall und wir müssen auch unsere Herangehensweise ändern. Wenn wir Wissenschaftlerinnen immer so weitermachen wie bisher, von wem können wir dann erwarten, dass er oder sie seine Handlung ändert oder sich wirklich so verhält, als wären wir in einem Notfall? Genau, und zu guter Letzt haben wir diese moralische Verpflichtung, weil wir diese Diskrepanz erkennen zwischen dem, was man schon weiß und dem, was die Politik nicht tut. Ich glaube wirklich, dass diese Lücke, wie groß die wirklich ist, in der breiten Bevölkerung noch nicht gesehen wird. Es gab auch immer wieder vereinzelt Wissenschaftlerinnen, die sich angeschlossen haben an Aktionen des zivilen Ungehorsams. Es gab das aber noch nie wirklich organisiert. Und warum ist das so? Also erstmal ist es natürlich total unangenehm, sowas zu machen. Also wer lässt sich schon gerne verhaften? Wer setzt sich diesem Risiko aus? Und natürlich haben wir auch immer, wie alle anderen Menschen auch, gerne nach Ausreden gesucht. Zum Beispiel, dass wir neutral bleiben sollten. Wir sind neutrale, unparteiische Beobachter, die nur beraten. Da gibt es eine Studie von Amanda Power, eine Historikerin, die beschreibt, dass das Ganze wirklich aufs Mittelalter zurückgeht, weil da wurde Wissenschaft ausschließlich von Mönchen betrieben. Und Wissen kam von Gott. Und um dieses Wissen zu erhalten, musste man rein sein. Man musste ein leeres Gefäß sein, völlig entkoppelt von der materialistischen Welt. Und das hat sich irgendwie ziemlich lange gehalten. Dabei gibt es aber gerade bestimmte Wissenschaftsbereiche, die zutiefst politisch sind, wie zum Beispiel Medizin oder Naturschutz, das sind wertegetriebene Disziplinen, wo es darum geht, Leben zu schützen. Und viele Wissenschaftlerinnen waren wahrscheinlich auch immer der Meinung, dass sie ihren Ruf einbüßen könnten, wenn sie sich beteiligen, aber auch da gibt es Studien, die eigentlich das Gegenteil belegen, die sagen, dass politisches Engagement nicht die Glaubwürdigkeit herabsetzt. Und wenn es schon okay ist, dass wir uns politisch engagieren, dann ist die Teilnahme am zivilen Ungehorsam
kein Einbüßen von Neutralität jetzt plötzlich, sondern einfach eine Veränderung in der Taktik. Und darauf kommt es jetzt an. Wir müssen eine Eskalationsstufe einführen, damit wir schnell vorwärts kommen. Das heißt, wir können einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die akzeptablen Formen der Einflussnahme funktionieren nicht, uns läuft die Zeit davon. Und wir haben die moralische Pflicht, die Bevölkerung zu informieren, nicht nur über die Fakten der klima- und ökologischen Krise, sondern über die Geschwindigkeit, Brutalität und Permanenz. Diese emotionalen, also die starke Emotionen auslösen, kann man einfach nicht vermitteln, wenn man neutral darüber redet. Und im Privaten wird das immer so gesagt, so, dass Wissenschaftlerinnen sagen, was für eine Angst sie haben und wie furchtbar das ist. Aber wir müssen das irgendwie nach außen bringen auch. Genau. Das heißt, Wissenschaftler beteiligen sich immer mehr und wir als Scientist Rebellion möchten das halt gerne organisierter machen, globaler, internationaler, um es auch möglichst vielen Leuten einfacher zu machen, teilzunehmen. Das heißt, Scientist Rebellion ist aus Extinction Rebellion hervorgegangen, ist eine Schwestergruppe mit ähnlichen Werten, Ende 2020 gegründet, mit dem Ziel halt einen Schritt weiter zu gehen, einfach diese radikale Form der Wissenschaftskommunikation zu betreiben, aber auch unsere eigenen Institutionen herauszufordern. Das heißt, die ersten Aktionen waren gerichtet gegen die Royal Society und das Journal Nature, weil wir sagen, man kann nicht die ganze Zeit diese Horrornachrichten raushauen und einfach so weitermachen mit dem Alltag wie bisher. Sondern gerade auch Universitäten, Institute sind eine wichtige Säule der Gesellschaft, von der auch in der Geschichte oft gesellschaftlicher Wandel ausging. Und wir dürfen es uns nicht bequem machen, sondern sollten mit dabei sein. Genau, im März letzten Jahres gab es die ersten global koordinierten Aktionen. Das war noch relativ klein. Wir waren in Berlin mit 2 Leuten am Landwirtschaftsministerium. Da haben wir wissenschaftliche Publikationen im Großformat an die Scheiben geklebt. Das ist so eine unserer Trademark-Actions, dass wir sagen, so hier ist die Wissenschaft, ihr da drin habt das ja anscheinend nicht gelesen. Ich finde, das ist eine ziemlich elegante Art und Weise, klarzumachen, was man weiß und was nicht getan wird. Dann haben wir im Sommer den 3. Teil des Weltklimaberichts geleakt. Das heißt, der wurde jetzt erst Anfang April offiziell veröffentlicht. Und wir haben die Zusammenfassung für die Regierung, die Summary for Policymakers, schon ein Dreivierteljahr vorher rausgebracht, nachdem die Arbeit der Wissenschaft abgeschlossen wurde. Also in diesem IPCC-Prozess, da arbeiten ganz viele Wissenschaftlerinnen zusammen daran, alles, was man weiß, zusammenzufassen. Und dann haben sie eine Version dieses Textes, die an alle Regierungen, die dieses Gutachten in Auftrag gegeben haben, übergeben werden. Das sind 196, fast 200 Regierungen. Und die können dann Änderungsvorschläge einreichen, weil die Formulierungen zum Beispiel nicht passen. Die dürfen natürlich keine Zahlen ändern, aber sie können beantragen, dass Sätze gestrichen werden oder umformuliert werden. Und ganz zum Schluss gibt es dann nochmal eine 2-wöchige Konferenz mit allen zusammen, wo die Wissenschaftler das auch annehmen müssen. Aber dieser Bericht geht erst raus, wenn alle Regierungen ihr Okay gegeben haben. Und es gab in der Vergangenheit schon Situationen, wo Sachen rausgestrichen wurden, weil manche Länder es nicht mochten, als große Verschmutzer halt dargestellt zu werden. Das heißt, wir haben das geleakt. Das war auch als Aktion super erfolgreich. Wir waren sofort auf Tagesschau online. Das haben selbst wir nicht erwartet. Weil wir auch dachten, wozu warten? Also die Klimakrise eskaliert. Wir hatten COP26, die Weltklimakonferenz im November. Wir wollten gerne, dass der Text dann schon verfügbar war, auch gerade für Aktivisten, um ihn zu zitieren, um zu sehen, was da drin steht und um das halt so deutlich zu machen, diese Verwässerungsgefahr durch die Regierung. Ein paar Monate später gab es einen neuen Leak von Greenpeace rausgebracht, nämlich genau über diese Änderungsanträge. Das waren ca. 32.000, wo die Regierungen eingereicht haben, was sie gerne gehabt hätten. Also Saudi-Arabien, Japan, Australien
wollten halt gerne, dass der Einfluss der fossilen Energieträger ein bisschen runterformuliert wird. Brasilien wollte gerne, dass nicht so viel über Fleisch geredet wird. So, also das hatte schon mal ganz gut bestätigt, dass wir das ganz gut machen können. Genau. Dann kam COP26 und übrigens dieser Leak wurde sogar auch politisch genutzt. Das irische Parlament, wissen wir, hat ihn diskutiert, aber wir haben natürlich jetzt keinen groben Überblick über global, wer das alles benutzt hat. Dann waren wir mit Scientist Rebellion in Glasgow bei COP26, der Weltklimakonferenz, und haben es geschafft, die größte Aktion des zivilen Ungehorsams durchzuführen, weil Glasgow so voller Polizei war, dass viele andere Aktionen gestoppt wurden. Aber wir haben mit 21 Leuten eine Brücke für mehrere Stunden blockiert. Wir wurden verhaftet, 3 von uns haben eine Nacht im Gefängnis verbracht und es war all over the news. Wir haben sogar einen Artikel in Nature bekommen darüber und das war halt die erste Massenverhaftung von Wissenschaftlerinnen im Zusammenhang mit der Klimakrise und das waren jetzt 20 Leute. Also die Skalierbarkeit dort war sehr auffällig. Also wären wir 100 oder 200 gewesen, hätte das noch einen viel größeren Effekt gehabt. Und gerade diese eher kleineren Aktionen am Anfang haben halt auch immer einen starken Mobilisierungscharakter, das haben wir auch gesehen, plötzlich kannten uns die Leute und wir sind sehr stark gewachsen, ganz schnell. Die nächsten Aktionen sollten dann getimt sein auf die offizielle Veröffentlichung des IPCC-Berichts, Anfang April jetzt. Und da war es wirklich so, wie wir gesagt hatten. Das ist hier ein Tweet von einem der Autoren, der IPCC-Autoren, der hat gesagt, hier rechts, dieser kleine Teil, das ist der originale Text, der sagt ziemlich präzise, wir haben 4/5 des Carbon Budgets schon überschritten. Links ist die neue Version, die so komplex ist, dass keiner mehr durchsieht. Und das ist halt auch eine Form des Verwässerns, dass das Ganze einfach schon fast nicht mehr lesbar wird. Also die Summary for Policymakers ist circa doppelt so lang geworden, nachdem die Regierungen da mitgewirkt haben, im Vergleich zu dem, was die Wissenschaftlerinnen eingereicht hatten. Genau, und dann gab es natürlich Formulierungsänderungen, zum Beispiel das Wort Fleisch wurde tatsächlich gestrichen, das kommt da nicht mehr drin vor. Genau, wir haben dann unsere globalen Aktionen getimt. Wir konnten über 1000 Wissenschaftlerinnen, Akademikerinnen, Studenten weltweit mobilisieren, teilzunehmen in über 28 Ländern. Wir waren sehr stark auch auf dem afrikanischen Kontinent vertreten, was super war, was auch besonders ist, weil zum Beispiel Gruppen, ich weiß gar nicht, Scientists for Future, gibt es die überhaupt in Afrika? Also wir möchten das halt gerade den globalen Süden auch so mit einbeziehen, um die zu stärken und wirklich sie zu motivieren, sich mehr zu wehren. Links ist London, rechts ist Madrid, links ist Uganda, glaube ich, rechts Niederlande, das sind jetzt nur Beispielbilder. Peter Kalmus ist ein NASA-Klimawissenschaftler, das war LA, das war jetzt so unser Wissenschafts-Celebrity, der mitgemacht hat und das war wirklich Hollywood. Die hatten sich mit 4 Leuten an die Türen von JP Morgan Chase gekettet. Und die kalifornische Polizei ist mit 100 Mann angerückt. Also das Video sieht aus wie eine Armee mit einem Helikopter in der Luft und voll abgefahren, richtig absurd. Und das Video, was da zusammengeschnitten wurde, ist auf TikTok viral gegangen. Das wurde mehrere Millionen Male gesehen und seitdem haben die Journalisten bei uns angeklingelt. Also wir hatten so auch schon gute Press-Coverage, aber das war wirklich auch nochmal so ein i-Tüpfelchen. Ja, hier in Berlin hatten wir 3 Aktionen. Wir haben mit 14 Mann eine Brücke im Regierungsviertel besetzt. Das Bild rechts ist vom Verkehrsministerium. Da prangern wir halt an, dass sie nicht mal so was Einfaches hinkriegen wie ein Tempolimit. Und wir haben durch die Aktion in Deutschland hatten wir 38 Artikel, Interviews, Pressemitteilungen. Und wir waren ja eigentlich wenig Leute, also insgesamt haben 33 Personen an verschiedenen Aktionen deutschlandweit teilgenommen, aber gerade diese erste Aktion mit den 13, 14 Leuten da auf der Brücke hat den größten Effekt gehabt. Und damit möchte ich Ihnen nur sagen, wie einfach es eigentlich ist und wie gut es wäre, wenn wir beim nächsten Mal halt doppelt so viele Menschen wären. Und das Wichtige ist halt immer im Gegensatz zu dem, was halt auch viele machen von Social Media Aktivismus,
aus der Bubble raus, rein in den Mainstream, rein in die Mainstream-Nachrichten. Da soll die Nachricht hin. Zu den Leuten, die sich nicht schon ganz viel damit beschäftigen. Und genau, das ist das Ziel immer dabei. Genau, hier links waren wir am Wirtschaftsministerium, rechts ist nochmal die Paper-Pasting-Aktion am Verkehrsministerium. Ja genau, und wir hatten Radiointerviews, wir wurden wirklich gehört, also die Presse ist langsam auf uns aufmerksam geworden und wir denken einfach, dass wir damit schneller jetzt einen Wandel vorantreiben können, indem wir halt mehr Menschen auch darin bestärken, sich selber Aktionen und Gruppen anzuschließen. Wir arbeiten eng zusammen mit der letzten Generation. Von uns sind auch Wissenschaftlerinnen dabei, die bei der einen Gruppe und auch bei der anderen Gruppe mitmachen. Und das ist das, was jetzt getan werden muss. Also ich weiß, wie hoch die Hemmschwelle ist, weil natürlich hat man davor Angst. Aber ein weiser Mensch hat mal gesagt, wir müssen uns jetzt für wichtigere Dinge entscheiden als unsere Angst. Genau. Das heißt, falls Sie sich entscheiden sollten, mitzumachen, natürlich kann sich nicht jeder an die Brücke, obwohl dieses Können. Ich bin da wirklich streng. Ich denke, man kann nicht, wenn man einen Säugling hat, einen kranken Angehörigen zu pflegen oder selber krank ist, ansonsten kann man eigentlich nicht. Aber man möchte sich vielleicht erstmal rantasten und mal gucken, wie das so ist. Und da gibt es einfach so viel Arbeit im Hintergrund, die man machen kann, wo man die Menschen kennenlernen kann, wo man sich auch die Zeit nehmen kann, dann noch mehr darüber zu lernen. Und man ist dann erstmal in the loop und macht dann vielleicht beim nächsten Mal mit. Genau, das sind unsere Kontaktdetails, falls wir hier auch ein paar Leute haben aus dem akademischen Umfeld. Also wir halten den Begriff Wissenschaftler, Wissenschaftlerin bewusst relativ breit, weil wir sagen, es ist eigentlich die Ausbildung, auf die es ankommt, die das Privileg ist und die es uns ermöglicht, halt zu erkennen, was los ist. Und Privilegien kommen halt auch immer mit einer Verantwortung. Ja, damit wäre ich mein. Ganz. Ach so. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag und vielen Dank für Ihr nicht zu unterschätzendes Engagement. Vielleicht finden wir ja ein paar, die sich zu Ihnen Ja, no schlagen. pressure, also das ist ein Ziel. Das geht jetzt Sie müssen nicht gleich unterschreiben. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Sonst sehe ich im Moment keine Meldung. Ich bin im Vorfeld, hatte ich mich ein bisschen eingelesen und hatte da an einer Stelle ein ziemliches Déjà-vu, so an die 60er Jahre mit Uli Dutschke. Ich habe nämlich auch durchaus Zeitungsartikel gefunden, die dann nicht die Scientist Rebellions, aber die relativ nahestehende Extinction Rebellions, dann schon wieder so eine Schiene brachten, da könnte man eine neue RAF, also Rote Armee-Fraktion, was werden. Wer steckt da dahinter? Gibt es da so wie damals die Bildzeitung? Gibt es da eine bestimmte Presse? Wissen Sie das? Wer sowas initiiert? Solche Meldungen? Wer das initiiert? Nein, aber es sind halt so die üblichen Verdächtigen, denke ich mal, aus der Bildredaktion und die halt anders politisch motiviert sind. Also das ist halt ganz wichtig, was viele Leute immer nicht verstehen oder sehen wollen, dass das halt alles ganz strikt gewaltfrei ist. Und deswegen ist der Terrorismus eigentlich der absolut falsche Vergleich. Ja, aber es gibt halt auch irgendwie mittlerweile Leute, die schieben da, versuchen das in diese Ecke zu bringen. Wir haben es ja gesehen, wie es geendet ist in den 60er Jahren. Ja, das wird auch zunehmen, ganz klar. Also weil je größer halt so eine Bewegung wird, desto bedrohlicher wird sie halt tatsächlich für den Status quo. Deswegen gehen wir eher davon aus, dass sich die Repressionen verstärken werden und der Gegenwind stärker wird. Ja, gibt es sonst Fragen? Wie viele sind Sie jetzt etwa? In Deutschland so um die 80, weltweit viel mehr. Also das kann man nicht so richtig sagen, weil da Leute mal dazukommen, mal wieder weggehen. Also wie gesagt, jetzt waren wir 1000 bei den letzten Aktionen und das wächst gerade. Und wie viel Vernetzung gibt es dann jetzt zum Beispiel zu den Scientists for Future, zu den Students for Future? Wie sieht es aus? Wir reden schon
viel, aber bei den Scientists for Future gibt es auch Ortsgruppen, die jetzt verschieden offen sind, würde ich sagen. Die haben sonst eher eine ganz starke Meinung gegen zivilen Ungehorsam. Die beobachten uns alle ziemlich stark, das merken wir schon, also dass sie zu unseren Vorträgen und so kommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind ziemlich viele dabei, die sofort dabei wären, wenn wir so einen richtigen Erfolg vorweisen können. Die erstmal so einen Beweis gerne sehen würden. So, ich glaube, das wäre nochmal so ein Kick. Aber bis jetzt sind sie da alle sehr verhalten und die haben da auch ziemlich strenge Regeln so untereinander. Aber es soll ja niemand davon abhalten, jetzt trotzdem bei uns zu mitmachen, dann halt nicht als Scientists for Future, sondern Scientists for Future. Rolf? Ja, vielleicht kurz. Danke. Also der erste Teil Ihres Vortrags hat ja nicht gerade zur Stimmungsaufhellung beigetragen, obwohl man das gut gebrauchen könnte in diesen Zeiten. Aber der zweite Teil war klasse. Also ich kann wirklich nur mit viel Sympathie sagen, mögen es doppelt so viele Leute das nächste Mal auf der Brücke sein und überhaupt ihr Beispiel, ihre Aktion, also Wirkung zeigen, Menschen ansprechen. Trotzdem würde ich die Politik nicht entlassen aus ihrer Verantwortung. Also da müssen wir, das machen sie und das müssen andere und viele und immer mehr, jeder und jede auf ihre Weise auch machen. Also ich sehe hier einen Mix, ich sage extra nicht ein Gemischtwarenladen, aber ich sehe einen Mix an Aktionen und an Möglichkeiten, die dazu beitragen könnten, die Bredouille, die Sie hier dargestellt haben, möglicherweise zurückzufahren oder abzubremsen oder wie auch immer. Da gehört die Politik mit dazu. Und ich sage jetzt mal was wir eigentlich nicht so gerne hören, ich auch nicht. Ich bin mit dem Auto hergekommen, das hat auch einen Zeithintergrund gehabt. Ich glaube, es muss auch echt finanziellen Druck geben. Also es muss Bremsen geben, finanzielle Bremsen geben, die uns sagen, so geht das nicht weiter. Also ich möchte das auch nicht, aber wir kommen da, glaube ich, nicht drum herum. Und was die Sache, was dann dazu beitragen kann, dass das erfolgreich laufen könnte, ist, dass das Bewusstsein in der Öffentlichkeit eben doch sehr ausgeprägt ist und immer mehr Ausreden auch erlebt, haben Sie ja dargestellt. Hier muss wirklich was Durchschlagendes, was Entscheidendes muss hier passieren. Also ich bin hundesauer gewesen vor ein paar Tagen, wo ich gesehen habe in der Zeitgrafik, dass es jetzt wieder große Hin- und Her-Debatten gibt, wie wir den Energietransfer in Deutschland organisieren, vom Norden nach dem Süden. Nicht, da möchte man, da ballt sich beide Fäuste in der Tasche. Und vorhin habe ich gehört, Autoradio, jetzt macht man dieses 9-Euro-Ticket schon wieder zur Minna. Erstens weiß man nicht, wie es organisierbar ist und dann sagt man, die Politiker wollen sich hier wieder bunte Federn ins Haupt stecken und sich feiern lassen. Natürlich, das muss auf Nachhaltigkeit angelegt sein. Also ich bin jetzt gerade dafür zu plädieren, dass wir hier einen Mix umfassend in den Blick nehmen, um der Bredouille möglichst begegnen zu können. Also es geht dabei sowieso nie um entweder oder. Also wir brauchen alles, dafür ist das Problem zu komplex und zu riesig, aber ohne wirklich vielen zivilen Ungehorsam werden wir nicht schnell genug vorankommen. Das ist hier wirklich eine Zeitfrage und dass es diesen Druck braucht aus der Bevölkerung. Ohne das wird die Politik nicht schnell genug regeln. Es hat es in der Geschichte noch nie gegeben, dass ein System sich von innen heraus so stark transformiert hat, wie wir es jetzt brauchen. Das ist in der Geschichte nur passiert, weil Leute auf die Straße gegangen sind und dafür gekämpft haben. Also ich wollte Ihnen das nicht ausreden. Ja, nee, ich weiß aber, wir können halt nicht alles machen, so, das ist so. Und das Thema genau. Groß auch angehen. Ja, also wie gesagt, es gibt ja Politikberatung und klar, selbst auch die letzte Generation hat das Gespräch mit Olaf Scholz gesucht und musste feststellen, dass der auch nicht so ganz in Kontakt mit der physikalischen Realität steht. Und das hier ist unglaublich zeit- und energieaufwendig und das sehe ich einfach jetzt als höchste Priorität. Also wenn man wenig Zeit hat, muss man Prioritäten klar kriegen und deswegen stecke ich da meine Energie rein, weil ich das gerade am vielversprechendsten finde.
auch nochmal ganz herzlich bedanken für diesen tollen Vortrag mit viel Information. Und mich würde noch interessieren, wie deine Geschichte ist, wie du zu Scientist Rebellion gekommen bist und was dich motiviert und inspiriert hat. Ja, ich bin halt Biologin. Mir lag das, also man studiert nicht Biologie, weil man Bock auf Big Money hat oder ich glaube, wer Biologie studiert, macht das aus Liebe zum Fach. Natürlich lag mir das schon immer am Herzen und irgendwann war bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich so frustriert war, einfach auch über die Gespräche im Familien- und Bekanntenkreis, wo ich immer dachte so, Leute, seht ihr nicht, was los ist? Und da war eigentlich mein erster Gedanke, mich irgendwie so Aktivismusgruppen anzuschließen, um diese Gespräche nicht permanent führen zu müssen, sondern irgendwie Gleichgesinnte zu treffen. Und da bin ich erstmal zu Extinction Rebellion gegangen, weil die einzigen waren, die ich kannte, wo ich dachte, das macht Sinn, weil von meinem logischen Verständnis, ich dachte die ganze Zeit so, die können das doch nur so durchziehen, weil wir sie lassen. Also die Politik kann doch nur diese Politik so durchziehen, weil zu viele Menschen sich nicht dafür interessieren und sie gewähren lassen. Und ich wollte das halt nicht. Ich wollte irgendwie klar machen, so, ich habe keinen Bock mehr. Und dann war ich bei XR, das war auch ganz cool, aber ich hatte jetzt auch nicht sofort so gut Anschluss gefunden, weil die viel jünger waren als ich, die meisten Leute, und ich halt da alleine hingegangen bin. Und dann habe ich irgendwie auf Social Media Scientist Rebellion gefunden und weil ich selber Wissenschaftlerin bin, dachte ich mir, das klingt gut und habe mich sofort auch gut mit den Leuten verstanden und dachte, das macht Sinn auch mit dem, was sie machen und was sie machen wollen. Und da waren wir halt da waren die noch ganz neu und in Deutschland gab es nur mich. Und da habe ich mich irgendwie so verantwortlich gefühlt und dachte, Deutschland ist so eine starke Industrienation, wenn Scientist Rebellion hier nichts wird, das wäre ja oberpeinlich. Und dann habe ich mich irgendwie so verpflichtet gefühlt, das so in die Wege zu leiten und jetzt sind wir Gott sei Dank mehr. Aber das war die Motivation und einfach auch, weil es Spaß gemacht hat, mit Leuten aus aller Welt so zu tun zu haben und das hat mich unglaublich motiviert, diese wöchentlichen Meetings, die wir hatten, wo ich dann gesehen habe, hey, da ist eine Frau in Panama, die setzt sich voll ein, da ist jemand in den USA, die macht jetzt voll viel und das hat mir immer viel Energie gegeben, weiterzumachen. Okay, super, danke. Und gerade auch in den Meetings, weil du es angesprochen hast, sag doch nochmal was dazu, also wie trefft ihr euch? Habt ihr Empfehlungen, ist das international, ist das jetzt dann nochmal extra für die Länder? Zu Anfang wurde fast alles nur international organisiert, weil wir einfach noch klein waren. Wir haben nach wie vor immer sonntags ein internationales General Meeting, wo jeder hinkommen kann und wir so uns updaten, was so für Projekte gerade laufen. Und die nationalen Gruppen haben sich dann jetzt so im Laufe des letzten Jahres halt langsam gebildet, sodass wir dann auch für Deutschland nochmal einmal die Woche ein Meeting haben. Und online halt, weil wir auch wieder alle verstreut sind irgendwo. Aber wir versuchen uns gerade so ein bisschen zu organisieren, dass wir uns überlegen, welche Projekte können wir machen, wie teilen wir die Leute auf. Genau. Habt ihr noch eine Verbindung zu Extinction Rebellion, einen regelmäßigen Austausch? Ja, also bei uns sind auch einige Leute, die auch bei XR aktiv sind, durch die funktioniert der Austausch hauptsächlich. Die haben so beides im Blick und wirken so als Vermittler. Okay, danke dir. Und mach weiter so. Ich sehe jetzt aktuell keine Anzeichen. Noch Fragen? Falls es noch Fragen gibt. Vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, Sie sind wahrscheinlich in einer gewissen Zwickmühle, dass Sie einerseits möglichst viel Aufmerksamkeit erreichen wollen für dieses eminent wichtige Thema. Auf der anderen Seite man aber am meisten Aufmerksamkeit erreicht durch Methoden, die irgendwie stören und die auch die Normalbevölkerung zunächst erstmal nicht gut heißt, weil sie davon auch gestört wird. Und Sie sagen, das müssen wir in Kauf nehmen, damit die Aufmerksamkeit gesteigert wird. Würden Sie noch radikaler vorgehen? Würden Sie noch mehr Aufmerksamkeit erreichen, aber auch mehr
Abwehr und Ablehnung. Und da denke ich mir, jetzt müssen sie irgendwo ihr Maß finden. Und ist eigentlich ihre Zielgruppe die Allgemeinbevölkerung, die dann erreichen soll, dass die Politik die Meinung dieser Allgemeinbevölkerung, die sich unserweise geändert hat, eher berücksichtigt, oder ist ihre Zielgruppe mehr, sind es die Politiker direkt? Ja, erstmal zum zivilen Ungehorsam. Das primäre Ziel ist es geht dabei nicht darum, sich beliebt zu machen, sondern wirksam zu sein. Das heißt, wir nehmen das in Kauf, dass wir echt nicht gemocht werden. Das hat auch die Geschichte gezeigt, dass es eigentlich immer so war, dass diejenigen, die gesagt haben, hey, wacht auf und die unangenehmen Nachrichten überbracht haben, dass die meistgehasstesten Leute sind. Ja, und dieser Mittelweg, also wir richten uns definitiv nicht an die 10-20% der Bevölkerung, die der Vernunft den Rücken gekehrt haben, weil da ist Hopfen und Malz verloren. Wir richten uns schon an die breite Masse der Menschen, die wissen, dass es ein Problem mit dem Klima gibt, dass die sich anschließen und auch lauter werden und das einfach einfordern, was hier genannt wurde von der Politik, dass die nämlich reagiert. Das sind diese sozialen Kipppunkte, die wir anstoßen wollen. Dass wir sagen, ziviler Ungehorsam hat seine absolute Berechtigung. Wir als Wissenschaftlerin, wir sehen, dass nichts anderes funktioniert hat. Wir sehen, dass die Sozialwissenschaften klar sind. Die sagen, das ist ein wirksames Mittel. Deswegen macht es nur Sinn. Deswegen ist radikales Handeln jetzt vernünftiges Handeln. Und dass halt Menschen in ihrem Alltag betroffen werden, ist super unangenehm. Das macht keiner gerne. Die zu stören. Das Problem ist halt, dass nicht störende Aktionen ignoriert werden können, was auch der Fall ist. Und es ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert, wie Sie sagten. Also ich bin sowieso immer ein bisschen sehr streng, denke ich. Ich denke mir so, es sind einfach auch die normalen Bürgerinnen und Bürger und der normale Alltag, der zum Business as usual gehört, der uns in die Katastrophe treibt. Und ich nehme mir dafür auch Urlaub, die Option hat jeder. Also es müssten sich mehr Menschen anschließen. Das Problem ist halt, dass wenn man auf der Straße sitzt, diese Zusammenhänge sehr schwer vermitteln kann. Dann sehen die Leute halt nur die Störung. Und deswegen ist meine große Hoffnung, dass die Medien jetzt auch langsam mal nachziehen und nicht nur immer über die Aktionsform reden, was mittlerweile schon mega langweilig ist, sondern wirklich mehr darüber berichten, was Menschen so verzweifelt macht, dass sie sich das antun. Ja, aber wie gesagt, es braucht diese Störungen, die fast einen bedrohenden Charakter haben. Also heute wurden Pipelines abgedreht von letzter Generation, da waren auch 2 von unseren Wissenschaftlern mit dabei. Das ist das Niveau, was jetzt notwendig ist. Noch eine Frage. Soziale, also die natürlichen Kipppunkte sind gut erforscht. Ja, dann tauchen die Permafroströten auf und so weiter. Dann kann man die Kaskaden verstehen, die dort auf uns zurollen. Soziale Kipppunkte ist jetzt für mich erstmal ein Wort, das hier im Raum steht. Sind die für Sie besser definiert, welche sozialen Punkte hier kippen sollen, welche Lawinen dabei ausgelöst werden sollen und was der maximale Effekt tatsächlich sein kann zum Erreichen von Klimazielen? Ja, also so tief eingelesen bin ich da auch nicht. Da gibt es dann noch Fachbegriffe für, wie so soziale Kippelemente. Das sind bestimmte Dinge, dass zum Beispiel keiner mehr ein Auto mit Verbrennungsmotor kaufen würde, weil plötzlich alle Menschen begriffen haben, dass man das nicht mehr macht oder so. Und das passiert dann schnell zum Beispiel. Oder soziale Kipppunkte wären dann wirklich, dass sich die Angst vielleicht auch mehr breit macht. Also dass Menschen aus diesem Verdrängungsmodus rauskommen und einfach, ja, wie ich vorhin schon sagte, die Toleranz einfach abnimmt gegenüber lokaler Politik oder auch bundesweiter Politik, gegenüber Projekten, die halt nicht mehr in Einklang sind mit dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen, wo sich dann einfach mehr Menschen wehren. So, das wären soziale Kipppunkte. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles keine 100%ige Sicherheit und wir müssen irgendwie trotzdem darauf vertrauen, dass das funktioniert, weil wir haben keine bessere Chance.
Also die Wissenschaften sind in dem Sinne so eindeutig die Sozialwissenschaften, dass es in der Geschichte funktioniert hat. Das, was wir heute sehen, die Daten, die wir bis jetzt haben, weisen darauf hin. Aber wer auf Erfolgsgarantien hofft, kann sich diesen Planeten halt sofort abschminken. Das ist einfach das, womit wir jetzt gehen müssen. Und genau, das kann ich sagen, was sich schon verändert hat. Ne? Also als Scientist Rebellion gegründet hat, da war dieses so, oh, ich verliere meinen Ruf und so, noch voll das Thema. Und das hören wir jetzt fast gar nicht mehr von Leuten, die mitmachen. Da sehen wir schon, dass sich was verändert hat. Also vielleicht kann man das schon als Kipppunkt bezeichnen. Ja, ich sehe keine Meldungen mehr. Wer noch Fragen hat, Adressen stehen an der Wand. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir Sie nächste Woche wieder hier grüßen können. Jetzt habe ich mich ins Programm Redel ist nächste Woche sicherlich auch ein sehr interessantes, sehr spannendes Thema, zu dem wir Sie gerne wieder grüßen würden. Schönen Abend.